Ich habe vor 2 Jahren schätzungsweise wissen wollen, wer beschäftigt sich eigentlich mit dieser Digitalisierung und wie bringen wir dieses Reizwort Digitalisierung in unsere Ausbildungspläne und wann bringen wir das in unsere Ausbildungspläne. Und ich war schon ein wenig erstaunt, wie doch relativ zurückhaltend wir unterwegs waren. Mit der Digitalisierung, denke ich, gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und sie kommen in größerer Geschwindigkeit neu daher und auch die Breite, auf der man experimentieren kann, wird größer. Das eröffnet Chancen, um wesentlich mehr Leuten hier in unserer Schweiz die Möglichkeit zu eröffnen, dass sie etwas probieren können. Und weil das Chancen eröffnet und die Chancen mehr werden, werden auch die Pleiten mehr werden, ganz natürlich. Und damit werden sie salonfähiger werden. Und auf diesem Wege korrigiert sich dann die Kultur von einer risk-aversen Kultur in eine etwas risikobereitere Kultur. Und wenn wir vorne mithalten wollen, damit wir beschäftigt bleiben und damit wir gesellschaftlich geordnet bleiben, dann müssen wir genau diese zusätzliche Risikobereitschaft kultivieren. Und das Instrument ist die Digitalisierung. Haben Sie erlebt, dass Digitalisierung politische Prozesse beschleunigt hat, oder denken Sie, dass das auch so stattfindet? Nein, das ist neu. Das ist neu. Wir planen 4 Jahre und dann die nächsten und die übernächsten 4 Jahreszyklen. Im Jahr 2015 haben wir die Botschaft aufgesetzt, die heißt Bildungs-, Forschungs-, Innovationsbotschaft zuhanden des Parlaments, Botschaft für die Jahre 17, 18, 19, 20. Und in dieser Botschaft sind wir noch relativ zurückhaltend mit Einfordern von Mitteln. Im Jahr 15 war das richtig, die Einschätzung. Zwischenzeitlich sind wir im Jahr 17 und stellen fest, dass wenn wir mit dem Pace, mit den Planungsschritten das aus dem Jahre 15 vorangehen wollen, weiterhin, dann bleiben wir einfach zurück. Dann werden wir überholt und die Märkte finden dann irgendwo statt, aber nicht bei uns. Und das haben wir erkannt und ich habe im Ständerat auf den Tisch geklopft und gesagt, ich bin nicht bereit, mit dem Thema zu warten, bis dann die Planungsperiode 22 bis 24 auf uns zukommt. Ich will es jetzt. Und da hat das Parlament sehr gut mitgemacht. Wie schaffen Sie es, dass dieses Denken jetzt auch überall ankommt, dass Technologie möglicherweise die Zukunft sehr verändert? Ja, das ist entscheidend. Man muss jetzt die Menschen animieren, dass sie sich mit der Technologie beschäftigen, dass sie wissen wollen, um was es geht, dass sie wissen wollen, was das Handy alles kann, dass sie sich mit Apps anfreunden und dass sie letztlich den Wetterbericht auf einen Klick bekommen und damit familiär sind. Wir fokussieren uns auf die Weiterbildung von Menschen, die schon etwas älter sind, die nicht mit der Technologie aufgewachsen sind, die aber mit 50 nicht aus dem Arbeitsprozess fallen dürfen, sondern mit 50 eine neue Chance bekommen sollen. Auf solche Leute fokussieren wir. Wir animieren die Privaten, ihre Weiterbildungsangebote zu erweitern und sich um die Digitalisierung zu kümmern. Wir versuchen bewusst, das so weit wie irgendwie möglich den
den privaten Anbietern zu belassen. Der Staat greift nicht ein und ersetzt nicht. Der Staat schafft Möglichkeiten und dann ist das ein neues Business, nämlich das Weiterbildungsbusiness. Und wenn jemand im Weiterbildungsbusiness erfolgreich wird, dann wird die Gesellschaft als Ganzes befähigter und das kommt uns letztlich auch makroökonomisch zugute. Weiterbildung ist ein Key-Wort für die upcoming years. Wer sich nicht weiterbildet, hat verloren. Viele Menschen haben ja auch etwas Angst, dass sie durch Automatisierung ihre Arbeit verlieren könnten. Wie gehen Sie damit um? Und den Menschen müssen Sie von morgens früh bis abends spät Mut machen. Ich erlebe vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag in irgendeiner Form, brieflich, als Besuch, wenn ich vor Ort gehe, im Kontakt mit früheren Kollegen am Telefon, erlebe ich solche Situationen, wo man mir sagt, wir sind am Suchen, wir sind am Umbauen, wir sind am Anpassen, wir müssen, sonst gehen wir unter. Und dieses Umbauen und Anpassen bedeutet, wir müssen uns von ein paar Leuten trennen. Das tut wahnsinnig weh, aber es geht nicht anders. Und wir versprechen, wenn wir dann wieder etabliert sind, wenn wir dann den neuen Markt wieder definiert haben und gefunden haben und uns darauf konzentrieren können, dann werden wir auch wieder Jobs anbieten, sollten wir zwischenzeitlich etwas zurückbuchstabiert haben. Also wir versuchen ohne Staatsintervention, aber mit Tutoring, mit zur Verfügung stehen als Gesprächspartner, versuchen wir von der herkömmlichen Welt in die neue viertindustrielle Welt zu überführen. Eine Herkulesaufgabe und ein Riesenaufwand, aber jeder, den man begleiten kann und der den Schritt von bisher auf neue Technologie, neue Methodik, neue Lebensgrundlagen macht, das ist dann ein dankbares Mitgehen.